absolut nichts. Also wenn ich sage nichts, meine ich wirklich nichts. Habt ihr schon mal so eine Verteilerkappe gesehen? 308er als XJR in einem Racing Green. Der Sommer kommt ja jetzt in großen Schritten auf uns zu und da werden wir mit Sicherheit mal einige unserer Cabrios zeigen können, denn wir haben sehr, sehr viele schöne XK8 Cabrios, die ja dieses Jahr übrigens auch 30 Jahre alt geworden sind. Im letzten YouTube-Video stand hier ebenfalls ein XJS, zum Verwechseln ähnlich, aber nicht dasselbe Auto. Das hier ist ein 5,3 Liter V12, den wir gerade vorbereiten für einen neuen Besitzer. Der bekommt hier einmal eine große Inspektion. Aber nicht nur Technisches machen wir hier in der Werkstatt, sondern auch der Dachhimmel. Der ist raus, der hängt und den machen wir dann neu. Ich zeige euch jetzt mal, was wir hier gerade beim Motor Schönes machen, denn da fehlen ein paar Sachen. Die sind nämlich alle hier drüben. Haben wir einmal Ansaugbrücke, Luftfilter und habt ihr schon mal so eine Verteilerkappe gesehen? Die ist schon hammermäßig. Das sieht man selten. Ja, dementsprechend die ganze Einspritzanlage, Luftfilter und so weiter haben wir alles hier liegen. Und was machen wir denn hier Schönes? Ventildeckeldichtung ist nicht mehr gut, wie man hier sehen kann. Die wird auch dann direkt mitgemacht. Leitungen, Benzinschläuche, generell die nicht mehr gut sind. Elektrik, die entweder vermurkst oder nicht mehr gut ist, wird ebenfalls mit ausgetauscht, dass es da keine Probleme gibt. Denn die 3 Jahre Garantie, die auf die Autos gegeben wird, kommt nicht von ungefähr und auf gut Glück, sondern die Autos werden wirklich bis hier auf das Blech runter zerlegt. Wer aufmerksam ist, wird feststellen, ja, hier auf dem Schaltbrett ist kein Holz und das bedeutet, das war kaputt und wird hier ebenfalls auch gleich mitgemacht, denn dieses schöne Ambiente von diesem Wagen darf natürlich nicht durch gerissenes oder verfärbtes Holz getrübt werden. Bei dem schönen Wetter bietet es sich an, diesen XJ mal zu zeigen. Der ist aus erster Hand und hat nur 55.000 Kilometer gelaufen. Dieser Wagen hier ist extrem geschmackvoll konfiguriert mit seinem hellblau und dann ein Grau. Neuer Dachhimmel haben wir schon reingemacht. Einmal in Alcantara, wie es sich gehört. Und den Deckel machen wir natürlich auch einmal auf. Da haben wir ihn, den 4 Liter V8 wie neu. Also das Auto ist wirklich wie neu. Dieser Wagen ist so wundervoll und wisst ihr, was ich denke? Das schreit, dass wir mal eine Probefahrt machen. Und das Erste, was einem hier auffällt, die Sitze einfach in so einem 308er sind so schön weich, aber keineswegs unbequem. Und Ruhe. Was man wirklich sagen kann ist, diese Fahrzeuge haben eine Sanftheit an sich, egal um was es geht, ums Bremsen, ums Anfahren, um das Sitzen, das Lenken, alles. Eine Sanftheit, die sich in heutigen Autos sehr vermissen lässt, finde ich. Oh, das ist herrlich, das ist so entspannend. Man setzt sich hier rein und man fühlt sich einfach wohl. Es ist ruhig, ganz leise hört man hier die Lüftung. Da fährt ein V12 Vantage Aston Martin, auch nicht schlecht. Jetzt mal die Lüftung runterdrehen, machen den Blinker mal aus, dann können wir einfach mal hören. Und wie Sie hören, hören Sie nichts. Einfach Stille, keine Vibration, gar nichts. Und diese Ruhe und dieses gepaart mit diesem schönen Ambiente, das ist das, was so ein Auto ausmacht. Insbesondere, weil man halt sagen muss, dass all diese guten Sachen eben in einem besonders schönen Äußeren verpackt ist. Ja, und wer glaubt, dass man bei einem alten Jaguar wie diesem der beste Freund des Tankwarts wird, den muss ich leider enttäuschen, denn diese Fahrzeuge lassen sich sehr problemlos mit 12, 13 Liter im Alltag bewegen. Auf diesen Wagen hier freue ich mich schon ganz lange drauf. Das ist der Daimler Double Six mit 23.649 originalen Kilometern gelaufen. So, und wie versprochen starte ich euch jetzt den 12-Zylinder einmal. Schlüssel rein. Kenner wissen, der X300 ist der letzte V12, den Jaguar gebaut hat. Ab dem 308 war nämlich Schluss, da gab es dann nur noch den 8-Zylinder, der auch super ist, aber eben kein V12. Jetzt rollen wir hier mal an der Ampel an. Und jetzt stellen wir mal fest, wie viel wir hören und spüren vom Motor. Absolut
nichts. Also wenn ich sage nichts, meine ich wirklich nichts. Ihr müsst auf den Drehzahlmesser gucken, um festzustellen, ist der Motor auch wirklich an. Und ich finde, die größte Tragödie an so einem Fahrzeug ist, dass es sowas heute nicht mehr gibt und dass es jährlich immer und immer weniger wird, weswegen es so besonders schön ist, dass wir hier einen Wagen haben, der so nah wie möglich am Neuzustand ist und fantastisch konfiguriert. Das hier sind wirklich zweimal sehr seltene Farben. Einmal den hellblauen Sovereign und dann hier diesen Daimler Kurzversion. Was mir beim Einsteigen gleich aufgefallen ist, der Wagen riecht wirklich richtig schön von innen. Und das ist mir persönlich immer unheimlich wichtig. Das ist eines der Dinge, warum ich sage, dass Jaguar, so ein alter Jaguar, so besonders toll von innen ist. Und das hier ist der letzte mit Connolly-Leder. Und das Connolly-Leder ist eine besondere Lederart, ein sehr natürliches Leder. Manch einer würde sagen, das ist schlechtes Leder oder es ist zu anfällig. Es ist ein sehr naturbelassenes Leder. Und wer sich nicht darum kümmert, der hat dann das Nachsehen, dass das Leder sich sehr gerne zusammenzieht und anfängt zu reißen. Hier ist also wichtig, dass man sehr gut damit umgeht, keine billigen Pflegemittel benutzt und schon gar nicht, überhaupt nicht pflegt, weil das wird das Leder euch nicht verzeihen. Und das Schöne an diesem Leder ist einfach, dass dieser Geruch, oder eigentlich ist es eher eine Tragödie, dass es so einen Geruch heute nicht mehr gibt, weil es diese Gerbungsform heute, die wird heute so nicht mehr gemacht. Von daher, wenn hier ein Sitz kaputt ist, dann ist das originale Werk von damals für immer verloren. Dieses Dunkelblau ist schon wirklich sehr, sehr schön, aber ich kam nicht drum rum, diesen Wagen hier zu sehen. Das ist der 308er als XJR in einem Racing Green, British Racing Green, also Grün Uni. Seht euch das mal an. Ich muss wirklich, ich kann es nicht oft genug wiederholen. Dieses Auto hat eine Ruhe, das so was Unaufgeregtes, auch keine Display-Invasion, hier blinkt nichts, hier nervt nichts, es ist einfach Ruhe. Das gibt es heute kaum noch.